Gehen wir davon aus, dass wir jetzt hier ein ziemliches Chaos erstmal. Gott. Was macht ihr da? Wir sitzen alle mal auf einem Pulk. Was steht er da? Der hat sich festgefahren. Super. Ein so ein Blödmannsgehilfe und die ganze Stadt stirbt. Ja, Mahlzeit, meine lieben Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Und herzlich willkommen hier bei einer neuen Folge Fix My City. Die hat es bei mir schon länger nicht gegeben und generell ist, was City Skylines 1 angeht, das Angebot auch rar gesät, vor allem seitdem Biffa sich auf City Skylines 2 konzentriert. Und nichtsdestotrotz wird das Spiel immer noch weitergespielt und der Olle Gamble hat mir mal seine Stadt rübergeschickt. Eine schnuckelige mittlere Stadt mit knapp 29.000 Einwohnern. Der hat mir dann gesagt, ja, guck mal, da gibt's die ein oder andere Sache, die dir bestimmt auffallen wird, die man eventuell besser machen kann. Und das werden wir jetzt sicherlich auch einmal machen. Wenn auch du Hilfe benötigst und sicher gehen willst, dass deine Stadt auch ordentlich läuft, selbst unter schwierigsten Bedingungen, dann schau mal in die Videobeschreibung. Da habe ich einmal einen Link zu dem Formular drin, das du dann abschicken kannst. Und dann werde ich zusehen, dass ich auch deine Stadt gefixt bekomme. In diesem Sinne gehen wir jetzt erstmal aus der filmischen Kamera aus und gucken uns die Stadt von oben an. Diese besteht einmal aus ein paar kleineren Vororten und einmal die mittleren. Eigentlich ist die gar nicht so schlecht, was den Verkehr angeht. 75%, 76%, springt immer wieder ein bisschen hin und her. Auch so habe ich jetzt erstmal nichts gefunden. Das Einzige, was mir auffällt, ist, dass wir hier ganz viel Rot haben und das müssen wir natürlich fixen. Und damit das auch unter richtig schwierigen Bedingungen läuft, gucken wir einmal in die Einstellungen vom TMPE rein. Wir sind natürlich keine heilige Stadt. Pfad des Bösen ist unser Ziel. Individuelle Fahrstile kann drin bleiben. Despawning natürlich aus. Und dann gucken wir mal. Hier haben wir auch keine individuellen Sachen, außer für die Züge. Das ist halt so ein City Skylines 1 Ding, dass an der Außenkante der Karte die Züge nicht richtig despawnen. Verbesserte KI? Nein. Die geht raus. Parkplatz-KI, die kann ruhig drin bleiben. Dann schauen wir doch mal, wie der Verkehr sich hier so schlagen wird. Ich gehe auf volle Geschwindigkeit und lasse das Spiel jetzt mal Spiel sein. Und dann hören wir uns gleich wieder. So, ich habe jetzt 20 Minuten lang die Simulation laufen lassen und wie wir sehen, wir sind nur bei 15%. Das ist nicht wirklich viel und wir haben auch einen ziemlichen Backlog. Hier geht quasi in der Mitte der Stadt überhaupt nichts und was auf jeden Fall auffällt, ist dieser grüne Bereich. Das ist für mich ein Anzeichen dafür, dass der Verkehr hier nicht drüber hinweg will und dafür dann lieber hier in der Mitte durch will, was natürlich nicht so gut ist, weil wir hier nur einfache Straßen haben. Und das werde ich jetzt einmal überprüfen. Gehe hier in Verkehrsrouten rein. Nehmen wir einmal diesen Punkt. Fußgänger, Radfahrer, Privatfahrzeuge, öffentlicher Verkehr ist mir jetzt erstmal egal. Und wie wir sehen, ja, ein paar nutzen die Außenspur, aber viele gehen hier mitten durch, um zum Beispiel in diesen Bereich reinzugehen, aber auch hierhin. Das müssen wir natürlich irgendwie vermeiden. Daher würde ich mal sagen, wir haben hier schon einen Güterbahnhof, also verpassen wir dem ganzen Gebiet am besten nochmal einen zweiten, weil es ziemlich lang gezogen ist und wir hier auch schon eine gute Schlange haben an Zügen, die hier hinwollen. Und dann nehmen wir uns mal einmal die Industrie-Einbahnstraße, die haben wir hier und führen die einmal bis hier hinten durch. Dann können wir hier nochmal ein Stück hoch, dann zur Seite weg und dann machen wir hier auch noch mal das Grid komplett. So und dann einmal in der Mitte durch. Da hat der Gamble auf jeden Fall noch ein bisschen was zu bauen. Wenn schon, machen wir das Grid auch richtig. So sieht's ordentlich aus.
Hier hinten die Straßen machen wir auch alle zu Einbahnstraßen. Hier oben ist schon alles Einbahnstraße, also können die auch noch Einbahnstraße werden. Ihr geht bitte hoch. Dann bitte einmal nach links. Hier können sie runter. Dafür geht es dann hier wieder hoch und hier geht es auch wieder runter. So, dann bauen wir an dieser Stelle auch nochmal einen zweiten Güterbahnhof. Der Gemmel hat so schöne Sachen sich aus dem Steam Workshop runtergeladen. Nehmen wir mal hier den kleinen. Setzen den mal so da dran. Einmal recht nah hier hin. Bis hier hinten durch. Das letzte Element nehmen wir mal weg. Und einmal mit dem Kurventool so da dran. Und mit dem Freiformtool gehen wir bitte alles auf den Boden einmal hier hin. Hervorragend. Das sollte die ganze Situation auf jeden Fall ein bisschen entspannen. Gleichzeitig sollten wir dann aber auch in diesem Gebiet nochmal einen Güterbahnhof geben. Der Vorteil ist ja, dass wir hier eine Zugstrecke haben, die auch mit dem Güterbahnhof hinten verbunden ist. Also machen wir uns hier mal ein bisschen Platz. Alle Bäume weg. Die beiden Steinchen kommen auch weg. Und dann schnappen wir uns wieder die einspurige Industriestraße. Einmal hier hin, einmal bitte gerade. So, ein Stückchen raus, nach oben hin und dann wieder so rum. Und nochmal einen Güterbahnhof, dann nehmen wir diesmal den hier. Den setzen wir dahin. Und jetzt einmal in die Richtung, ein Stück geradeaus. Und dann mit dem Freiformtool so hoch. Dann machen wir da auch überall mal Brückenmodule raus. Dann gehen wir nach oben. Und einmal mit dem Network Multitool, Sloping Tool dahin. Einmal nach oben. Sind 5,2%. Das kann der Gemmel dann schön machen, wenn er will. Das ist ein bisschen arg viel. Dann geben wir dem Gebiet direkt mal 2 Lagerhäuser mit. Oh, er hat ja auch noch so schöne Lagerhäuser sich runtergeladen. Ich glaube, 2 sollten erstmal ausreichen. Einmal für einzigartige Produkte und einmal kommerzielle Zonen. Dann können wir das auch ein bisschen mitversorgen. Haben wir denn sonst hier alles? Gucken wir mal eben. Müllversorgung. Das sieht nicht gerade gut aus. Nehmen wir uns mal so ein großes Recyclingzentrum und einmal, weil wir da viele Tote haben, frage ich mich, ob wir hier irgendwo ein Krematorium haben. Da hätten wir eins. Komm, wir setzen hier einfach nochmal eins hin, dann haben wir auf jeden Fall nochmal eins in Reserve. Perfekt. Und wo ich mir das gerade hier angucke, dieses ganze Gebiet nur über die beiden Kreisverkehre gesteuert. Das ist nicht gerade perfekt, wenn die da Gamble. Da werden wir denen nochmal eben noch Zufahrten geben. Einmal bitte auf den Grund, bitte das gerade. Und dann gehst du einmal hier hin, bitte mit einer normalen Straße. So eine schöne mit Bäumchen in der Mitte nehmen. Wegen es hübsch aus. Dann hier einmal hin und hier unten kann auch nochmal eine Straße durchgehen. Dann haben wir hier auf jeden Fall ein paar Zugänge mehr. Sind die Kreisverkehre richtig mit dem TMP eingestellt? Schauen wir mal. Bitte Kreisverkehr. Das werde ich mal alles löschen und dann neu setzen. So. Gucken, ob der scheint hier gar keine Richtlinien zu haben. Wir löschen einmal eben alles raus und setzen nochmal neu. Haben wir sonst noch irgendwo? Hier hätten wir noch einen Kreisel. Der scheint richtig eingestellt zu sein. Aber hier haben wir eine abknickende Vorfahrt. Das möchte ich nicht haben. Einmal geradeaus. Das gleiche machen wir an der Stelle direkt auch nochmal mit. Das ist hervorragend. So, wir gucken uns jetzt den Bereich mal an. Was Sie sehen, sind relativ viele LKWs, aber noch mehr Privatfahrzeuge. Was für mich den Schluss übrig lässt, dass unser Nahverkehr hier nicht wirklich perfekt ist. Ich gucke mal eben rein. Einmal hier drüber. Bitte TMP einmal ausschalten. So. Was haben wir hier? Hier haben wir ganz viele Busse. Aber wir haben hier eine U-Bahn. Jetzt weiß ich nicht, warum die da endet, aber es wird auf jeden Fall Sinn machen, die hier auch hochführen zu lassen, dass zumindest die Leute, die hier wohnen, sich die U-Bahn schnappen können und hier zur Arbeit bzw. hier shoppen gehen können und eventuell auch das Stadion mit besuchen. Also, lasst uns doch mal schauen. Was haben wir hier? Einmal U-Bahn, nehmen wir den normalen Einstieg, dann können wir hier eine Station hinsetzen. Einmal so verbinden. Wir haben hier einen Bahnhof.
Da wird sich das natürlich auch anbieten, einmal den hier hinzusetzen. Und dann würde ich noch einen hier irgendwo in der Mitte reinsetzen. Ich sehe aber gerade, wir haben auch hier wieder nur eine Zufahrt. Das ist nicht perfekt, Embel. Auch hier die Kreuzungen sind viel zu nah. Einmal gucken. Das ist eine asymmetrische. Also nehme ich mal die einmal raus. Und dafür lasse ich an der Stelle eine zweispurige nach oben gehen. Aber bis hierhin. Dann mit dem Freiform-Tool so da dran. Und die geht jetzt auch einmal komplett geradeaus durch. Und wir haben ja hier die Ausfahrt. Würde ich mal sagen, dass wir hier einmal das Zoning wegnehmen und dann bis hierhin gehen. Die beiden Geschäfte müssen dann leider verschwinden. So, der Weg kann weg. Und dann können sich hier neue Gebäude ausbilden. Sehr schön. Und dann haben wir hier auf jeden Fall genügend Platz zwischen den einzelnen Gebäuden. Das sollte so auf jeden Fall besser laufen. Okay, wo waren wir? Bei U-Bahn. Dann können wir hier eine U-Bahn-Station noch hinsetzen. Einmal an diese Stelle. Die drehen wir aber jetzt. So. Mal so dahin. Dann fährt die ja weiter geradeaus hoch. Und dann würde ich sagen, dass wir hier ins Industriegebiet nochmal eine setzen. Da können die nämlich direkt von hier aus dahin laufen. So. Und hier nochmal eine zentral rein. Das müssen wir jetzt natürlich noch alles verbinden. Bitte normaler Modus. Unter die Erde. Gehen wir direkt frei vom Tool und verbinden das mal schnell. So, das ist jetzt alles wiederhergestellt und ich sehe gerade hier auch wieder ein Müllproblem. Oh, haben wir hier, ist gar kein Müll. Also einmal hier nochmal ein Recyclingzentrum hin, damit das verbunden ist. Hier ist auch kein Krematorium, also setzen wir auch nochmal ein Krematorium dahin. Das sollte auf jeden Fall so funktionieren. Die Gebäude sind alle historisch. Jetzt bin ich natürlich faul, also setzen wir hier mal eben schnell einen Distrikt. Ich habe nämlich gesehen, dass wir über den Distrikt sagen können, bitte alles Historische wieder zurücksetzen. Dann sieht das zwar nicht so aus, wie der Gamble es vorhatte, aber so kann ich auf jeden Fall relativ zügig die ganzen Gebäude wieder neu entstehen lassen. Dann schauen wir einfach mal, ob wir jetzt hier weiterkommen. Ich lasse die Simulation weiterlaufen und wir schauen mal. Hier ist auch eine Straße, die in ein reines Wohngebiet reinführt. Dann nehmen wir mal die Straße da weg. Einmal den Picker. Nehmen wir uns das mal aus. Und führen den Weg hier wieder dran, sodass wir hier noch entlang laufen können. Aber das ist, glaube ich, zu viel des Guten gewesen. Hier kommt doch relativ viel Verkehr runter. Die können besser hier das einmal nehmen. Das sollte den Verkehr auf jeden Fall besser fließen lassen. Dann gucken wir uns hier die Straße mal an. Wir haben hier 4 Spuren. Ich glaube, 6 Spuren wären doch besser, da wir ja doch recht viel Verkehr haben. Also nehmen wir mal 6 Spuren und graden hier alles ab. Verlieren zwar die ganzen Bäume, aber ich glaube, das ist es wert. So, damit sind wir einmal rum und gucken uns jetzt mal eben hier das an. Wie können wir das hier besser machen? Wir haben hier eine asymmetrische eine vierspurige Straße. Ich glaube, dadurch, dass relativ wenige ins Gebiet rein wollen, können wir am besten hier raus eine asymmetrische Straße machen. Denn ich habe gesehen, dass er auch hier eine mit 3 Spuren hat in eine Richtung. Ich pausiere mal eben. So. Dann einmal umdrehen. So ist hervorragend. Wir haben hier auch, glaube ich, eine Note zu viel. Ja, die kann getrost weg. Und dann stellen wir mal eben hier die Kreuzung ein. Wir haben hier eine zeitgesteuerte Ampel. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Die wollen wir mal bearbeiten. Bitte einmal stoppen. Bearbeiten. Hier können wir sagen Change Mode. 3 Sekunden, aber mindestens 20 und das Durchflussverhältnis so angeben. Hier biegen wir nur rechts ab. Aber wir können hier eigentlich auch sagen, bitte links abbiegen. Ja, dann gehen wir einmal so und so.
Und wir können gleichzeitig auch die Straßenbahn fahren. So, speichern. Dann nächste haben wir die Straßenbahn, soll bitte anhalten. Das ist das gleiche. So, löschen. So. Jetzt fährt er hier in beide Richtungen. Das kann er ruhig so machen. Sagen wir mal bearbeiten. Hier sagen wir 20 Sekunden. Durchflussverhältnis ändern. Und da wer so und so gehen kann, hier ruhig auch abgebogen werden. Sagen wir mal bearbeiten. So. Speichern. Und jetzt haben wir den Schritt. Bitte auch nochmal bearbeiten. Hier kann die Straßenbahn nicht fahren, denn wir biegen so und so ab. Dann wäre sie nur im Weg. Bitte einmal auf 20 Sekunden und Durchflussverhältnis 0. Ich glaube, wir machen hier überall auch 10 rein. Dann anfangen und dann machen wir auch direkt den Spurverbinder hier hin und sagen, okay, du gehst auf die und die Spur. Du bist nur hierfür da und du bist hier, hier und hier hin. Wobei wir das so oder so sagen, weil er da rechts abbiegen soll. Hier haben wir 2 rechts, einen links, das ist in Ordnung. Hier ebenso. Das kann alles so bleiben. Hier habe ich die speziell eingestellt, weil wir hier an der nächsten Node oder an der übernächsten einmal hier abbiegen. Dann soll er so und so machen und auch hier geradeaus. An der Stelle soll er bitte nur geradeaus gehen und nicht bitte abbiegen. An der Stelle bitte geradeaus. So, und auf die Spur und dann hier hin. Die Spur geht geradeaus, du gehst geradeaus so und du biegst ab. Die Spuren können machen, was sie wollen. Und dann hier noch einmal hier hin, einmal hier und hier hin und du gehst ab. Und auch hier wird weiter geradeaus gelaufen. Dann haben wir hier auch kein komisches Hin- und Her-Geswitche. In der Mitte lassen wir es auch mal weg und dann gucken wir mal, was das bringt. Gehen wir davon aus, dass wir jetzt hier ein ziemliches Chaos essen. Gott. Was macht ihr da? Wir sitzen alle mal auf einem Pulk. Okay, dann lassen wir das mal so laufen, wie es läuft und schauen wir mal weiter. Wir haben hier eine Autobahnabfahrt. Wieso geht die hier unten hin? Wieso nicht hier drauf? Das wäre doch wesentlich sinniger, weil die Strecke brauchen wir nicht und hier biegen auch relativ viele links ab. Das ändern wir mal eben um. Bitte geradeaus auf dem Boden und dann an dieser Node. Die können wir die hier verwenden. So. Das war nicht so der Plan. Bitte einmal den Bulldozer ausschalten. Geradeaus. Dann haben wir da auf jeden Fall die Spur wieder hergestellt. Was denn da? Erstmal so. Dann haben wir da auf jeden Fall schon mal was. Genauso wie hier. Da wir hier mit jeweils 2 Spuren ankommen. Dann gucken wir mal, dass wir das wieder angeschlossen bekommen. So, das haben wir jetzt auch wieder eingestellt und wie wir sehen, wir haben gar keine Nachfrage nach irgendwas und hier staut sich das auch alles schön. Ich nehme mal den hier weg, wegen die Straßenbahn mal wieder durchkommt und wir gucken mal, also hier staut sich alles rumrum, hier gehen sie raus und den Ausgang nimmt quasi gar keiner, aber wir haben hier auch überall nur Sackgassen, was bei den Gewerbegebäuden nicht so ganz toll ist, weil die ganzen LKW sich wieder umdrehen müssen oder wieder zurückfahren. Sollten wir hier auch mal drauf setzen, dass die da durchfahren können. Also, sagen wir mal bitte normaler Modus und dann einmal hier durch. So, dich nehmen wir mal weg. Du siehst doof aus. Und die Gebäude nehmen wir mal einmal raus, die über den Straßen rüber sind. Die Kurve ist auch ziemlich toll.
So, bitte einmal als Kurve und 14 Meter. Oder ordentlich Platz. Und das sieht schon etwas besser aus. Jetzt können die auf jeden Fall ein paar individuelle Routen nehmen. Und hier mal vergessen, die Bäume wegzumachen. So, jetzt sehen die Leute auf jeden Fall, wo sie hin müssen. Die Note können wir mal ein bisschen verbreitern. So, auf 24 Meter. Das dürfte passen. So, die fahren hier jetzt schön weg. Ich frage mich, warum die in die Kreuzung reinfahren, obwohl sie da nicht reinfahren dürfen. Weil das haben wir so nicht. Doch, haben wir wohl eingestellt. Okay, Schande auf mein Haupt. Bitte das raus. Weil dann ist hier in der Mitte wegens frei. Die können ordentlich durchziehen. Hier geht alles durch. Dann geht hier alles durch. Bis zu dem Punkt. Hier können wir der Kreuzung auch nochmal 24 Meter Platz geben. Und dann wollen die alle rechts rum. Ich frage mich, warum der Gembel hier jetzt nicht den gleichen Trick gemacht hat mit der separaten Straße. Da suchen wir uns mal hier diese 1U-Straße. Bitte auf dem Boden, frei vom Tool. Einmal rum. Gehen wir nochmal ein Stückchen zurück. So. Und sagen bitte einmal alles glatt machen. Du kannst mehr Platz haben. Du kannst mehr Platz haben. Das gleiche hier auch. So. Hier haben wir einen Park. Den drehen wir mal ein bisschen und ein Stückchen nach hinten. Und der Baum kommt dahin. Ich glaube, wir haben hier auch wesentlich zu wenig Spuren. Wir haben doch irgendwo so eine symmetrische Straße. Achso, war noch gefiltert. Hier. So, dann einmal durchziehen. Das sollte jetzt, glaube ich, besser laufen. Einmal den Spurverbinder. Der Stelle gerade, an der Stelle gerade. Sucht euch eure Spur irgendwo anders bitte aus. Dann dürft ihr hier abbiegen. Ihr geht bitte auf die beiden Spuren und du gehst hier hin. An der Stelle bitte nur geradeaus. So, oder halt abbiegen. Das macht aber von alleine schon. An der Stelle sollen die alle nur geradeaus fahren. Das sollte dem Verkehrsfluss auf jeden Fall gut tun. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Hier sieht es nicht gut aus. Was hat er hier gemacht? Von einem Typ auf den anderen. Bitte einmal Benutzer definiert. 16 Meter. Das dürfte so wesentlich besser laufen. Hier sollen sie geradeaus fahren. Bitte haltet eure Spuren. Ja, das machen wir auch nicht. An dieser Stelle nehmen wir mal nicht den Verbinder, sondern den Verbinder weg. Dafür können wir dann von hier auf beide Spuren drauf. Dann biegen die hier ab und hier gehen sie weiter aus gerade durch. Sollen die hier auch wieder durchziehen? Ne, ist nicht eingestellt. Fahren die einfach wieder rein. Und hier ist wieder wildes Hin- und Her-Geswitche. So soll das alles laufen. Okay, wo sind wir jetzt? 28% von 15, schon mal nicht schlecht. Scheint so, als wenn wir auch wieder Leute in unserer Stadt bekommen. Wir haben auf jeden Fall wieder ein bisschen Nachfrage nach Gewerbe. Oh, hier wird wieder wild hin und her gewechselt. Sollen sie natürlich nicht. Also wie an der Stelle und der Stelle. Das ist echt nervig immer. Oh, bitte sucht euch alle Spuren aus, die ihr zur Verfügung habt. Oh. Sehr schön. Fahren Sie darum. Ah, hier ist schon wieder frei in Bewegung. Hier stockt's. Aber ich glaube, das wird nachher auch besser. Und hier fließt der Verkehr auch wieder ein bisschen freier. Könnten hier mal eine vierspurige auch nochmal durchziehen. So, da ist die schmale vierspurige. Hier oben, die Ankreuzung ist schon wieder frei. Das hier ist auch freier geworden. Hier wird wieder lustig hin und her gewechselt. Bitte hier nicht. Das sollte er hier machen. Auch hier nicht. Und ich lasse jetzt die Simulation mal ein bisschen laufen und dann gucken wir gleich mal, wo wir bei sind. So, bevor der Verkehrsfluss jetzt noch weiter zum Erliegen kommt, hake ich da mal eben ein.
Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Wir sehen hier quasi einmal eine kleine Rundumfahrt. Das sollte so natürlich nicht sein. Könnten wir hier raus 2 Spuren machen? Ich glaube, das wäre gar nicht so schlecht. Einmal so, dann einmal dich und dich. So. Und dann nehmen wir unser TMPI und stellen den auch nochmal ein. Bitte einmal hierhin und einmal auch hierhin. Aber du sollst nur auf die Spur gehen und du sollst hier und hier hingehen. Ich hoffe, dass das so funktioniert. Hier in der Mitte will ich auch nicht, dass die irgendwie die Spuren wechseln. Und dann schauen wir mal. Hier überfahren sie sich schon wieder selber. Ich denke, dass ich hier einfach mal so ein paar Autos rauslösche. Am besten, ja, Touristen, die hier ankommen. Die werden mir am wenigsten wehtun. Und ist auch Tourist. Du bist keiner. Du bist ein Leichenwagen. Auch Tourist. Tourist, wie viele Naturisten, Naturtouristen hier sind, ist schon Wahnsinn. Sightseeing-Tourist, Austauschstudent, noch ein Tourist, noch ein Tourist. Und meine Hoffnung ist halt, das hier so ein bisschen aufzulösen. Hier könnten wir, glaube ich, auch hingehen und 2 Spuren daraus machen. Einmal so, einmal so. Bitte auch den TMPI hier richtig einstellen. Bitte auf beide Spuren von hier aus. Und dann einmal hierhin. Und wenn ihr hier seid, dann dürft ihr auf alle 3. Ich hoffe mal, dass das jetzt so ein bisschen hilft, das Ganze auszusortieren. Theoretisch könnten wir auch sagen, um denen das Leben ein bisschen zu erleichtern, auch ihr dürft auf diese Spur gehen. Mal gucken, ob das etwas bringt. Und die fahren hier wirklich wie die letzten Henker schön über den Bürgersteig. Hier habt ihr doch wirklich nicht mehr alle. Und theoretisch können wir auch hier sagen, an dieser Kreuzung könnt ihr bitte durchziehen. Mal, dass wir das alles so ein bisschen geklärt bekommen. Wie wir sehen, hier scheint es auch schon zu laufen. Und hier können wir auch schon sagen, bitte zieht an der Stelle durch. Ihr braucht da auf niemanden zu warten. Und wir sehen, wenn die sich in Bewegung setzen, setzen die sich auch in Bewegung. Und so setzt sich dann hier alles halt so ein bisschen in Bewegung. Und ich glaube, jetzt haben wir den Knoten gelöst. Und das läuft. Schauen wir uns das mal eben an. Sehr schön. Jetzt hat sich das auf jeden Fall komplett gelöst. Jetzt kommen die hier auch wesentlich zügiger wieder raus. Wir gucken mal hier. Hier gehen die alle da drauf. Ja, das scheint sich jetzt auch alles in Bewegung zu setzen. Hier halten die Busse so ein bisschen den Verkehr auf, aber das löst sich jetzt auch auf. Hier haben wir einen Rückstau von der Autobahn. Das wird sich auch, glaube ich, gleich lösen. Hier im Industriegebiet haben wir Stau. Warum? Ach, ich bin doch... Das wollte ich so eigentlich gar nicht gemacht haben. Eigentlich sollte die Einbahnstraße in diese Richtung gehen, damit sich das hier sofort auflöst. So, bitte einmal andersrum. Nee, das war richtig rum. So hoch, so runter. So hoch, so runter. Das sollte es so auf jeden Fall besser machen. Und ich glaube, dass wir hier am Ende denen auch mal 2 Spuren gönnen. Dann machen wir das so, dass wir hier auch wieder die 4-spurige nehmen. Bitte einmal Benutzer definiert und ja, machen wir mal 18 Meter. Dann haben wir hier genügend Platz, wo die sich irgendwie einsortieren können. Hier zwischen wollen sie auch noch die Spuren wechseln. Das sollen sie natürlich nicht. Und hier sollen sie sich bitte entscheiden. Einmal die gehen geradeaus und hier können sie sich entscheiden, links oder rechts. Und dann bin ich mal gespannt, ob sich das hier jetzt auch in Wohlgefallen auflöst. Hier die Kreuzung muss ich auch nochmal eben schnell einmal erweitern. So, dann kommen die hier auf jeden Fall besser rum.
So, die Brücke ist jetzt auch frei. Dann gucken wir uns das nächste Problem an. Hier haben wir jetzt auch einen riesigen Gridlock. Und wie können wir das beheben? Die sind alle auf einer Spur, wollen dann hier hoch. Das ist jetzt das Problem mit den dedizierten Abfahrten. Wir hätten ja eigentlich genügend Platz, wenn sie jetzt hier entlang kommen würden, hier rumzukommen. Hier macht es dann keinen Sinn, denn wir bräuchten eigentlich beide Spuren. Und deshalb sage ich jetzt einfach mal, bitte, du kannst so oder so geradeaus. Und hier kann es auch nochmal geradeaus gehen. Das gleiche Spiel machen wir auf der anderen Seite auch. Dann gucken wir auch einfach mal, hier auch Fahrzeuge haben, die wir rausschmeißen können. Das sind alles Leute, die dort arbeiten. Und ich frage mich, macht es eventuell Sinn, den hier ein Stückchen nach hier zu versetzen? Wenn ich jetzt nämlich hier die Schiene wieder dran setze, so, bitte einmal auf die Erde, so, dann müssen die quasi erstmal nach links wegfahren und können nicht sofort runter und haben dann so ein bisschen mehr Platz. So, und nachdem ich hier einmal die Strecke in die andere Richtung gesetzt habe, hatten die dann genügend Platz, um sich hier einmal auszubreiten, und schon ist der ganze Knoten geplatzt und schon läuft hier unten alles wieder wie geschmiert. Und jetzt gucken wir doch mal, wo sind wir jetzt? 62%, 61%, sehr gut. Haben wir das eine Problem gelöst? Kommt das nächste daher. Aber warum? Jetzt haben wir wahrscheinlich so viele LKWs auf einmal losgelassen, dass sich das Ganze hier so ein bisschen festgefahren hat. Die wollen alle rein. Die wollen alle rein. Aber wieso will keiner raus? Die stehen hier alle, oder? Die möchten so rum. Und was steht er da? Der hat sich festgefahren. Super. Ein so ein Blödmannsgehilfe und die ganze Stadt stirbt. Ist ein bisschen am Lenkrad eingepennt. Oder Handy am Steuer. Kann natürlich auch sein. So. Und schon setzt sich hier wieder alles in Bewegung. Das sieht gut aus. Haben wir da oben keine Ampel? Mal eben aus der Ansicht raus. Ne, hier ist keine Ampel. Das müssen wir natürlich auch noch ändern. Bitte einmal zeitgesteuerte Ampel. Damit sollten wir so gut eigentlich fahren. Wo sind wir jetzt? 60% und steigend. Jetzt haben wir hier noch einen Gridlock. Ich glaube, dieser löst sich gerade auf. 69%. 73%. Jetzt macht's große Sprünge. Dann geben wir uns nochmal die Übersicht und gucken, ob wir auf über 80% kommen und wenn, wie viel über 80%. Ich sehe gerade eine rote Stelle, die keinen Sinn macht, und zwar hier. Was ist denn da los? Wieso kommt ihr so schlecht hier raus? Zum einen, weil die Kreuzung doof ist. Bitte einmal so. Und dann kann das noch ein Stückchen nach hinten. Das. Hier ist auch eine Ampel. Wir machen erstmal aus diesem Teil eine asymmetrische Straße. Dann haben wir nämlich das weg. Kaum mache ich das. Ist ja quasi kein Verkehr mehr. Auch nicht schlecht. Gucken wir mal. Wo sind wir jetzt? 76%. Immer noch. So, und hier läuft jetzt wirklich alles super smooth. Und ich hoffe, der Gamble ist zufrieden, was wir hier gemacht haben. Und wenn ich auch deine Stadt mal überprüfen soll und gucken soll, wo es da hakt, dann schau doch einfach mal in die Videobeschreibung. Da ist der Link zum Formular, worüber du deine Stadt einschicken kannst. Und ich würde mich freuen, wenn ich diese dann auch bald präsentieren könnte. Bis dahin, gehabt euch wohl, habt noch einen wunderschönen Tag. Haltet die Ohren steif, tut nichts, was ich die auch machen würde. Und in diesem Sinne, tot sind's. Bye bye. Tschüss.